Hallo, ich bin Justin und in diesem Video erklären wir euch, was die einzelnen Windows 11 Installationsvoraussetzungen bedeuten und wie ihr euren Laptop oder Desktop Windows 11 ready machen könnt. Wenn ihr wissen wollt, welche Voraussetzungen euer Gerät nicht erfüllt, haben wir für euch den Windows 11 Checker entwickelt. Hier bekommt ihr einen schnellen Überblick und was wir bei eurem System empfehlen würden. Außerdem kommt ihr gleich zu den passenden Ersatzteilen für euer Gerät. Den Windows 11 Checker findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung. Vorweg sei noch gesagt, dass es Tools gibt, mit denen ihr Windows 11 installieren könnt, ohne die Anforderungen zu erfüllen. Dies ist natürlich immer auf eigene Gefahr und je nachdem, welche Voraussetzungen ihr umgehen wollt, mehr oder weniger sinnvoll. Auf unserem Kanal findet ihr eine detaillierte Videoanleitung, wie ihr mit Hilfe des Tools Rufus Windows 11 installiert und die Voraussetzungen von Microsoft umgeht. Ein TPM ist ein kleiner Sicherheitschip, der wie ein Tresor für deine wichtigen Daten und Schlüssel auf deinem Computer funktioniert, um ihn vor Angriffen zu schützen. Windows 11 fordert mindestens die Version 2.0, was auch eine notwendige, aber nicht ausreichende Bedingung für die Secure Boot Funktion ist. Das TPM ist in der Regel ab Werk aktiviert, es kann aber theoretisch auch sein, dass es vorhanden ist, aber erst noch aktiviert werden muss. In dem Fall gibt es die Möglichkeit, es im BIOS zu aktivieren. Bei uns im Notebook gehen wir hier im BIOS auf Security, dann auf TPM Embedded Security und setzen hier den Haken. Wenn dein Gerät kein TPM hat, ist die Nachrüstung deines Laptops wahrscheinlich nicht möglich. Bei Desktop-PCs kann es unter Umständen möglich sein, TPM nachzurüsten, wenn auf dem Mainboard der TPM-Header vorhanden ist. Wenn ihr über den Ersatzteil-Button zu eurem Notebook geht, findet ihr hier möglicherweise ein passendes TPM zum Nachrüsten. Als letzter Ausweg für eine fehlende TPM-Funktion würde ein BIOS-Update helfen. Habt ihr keine Lust, euch ein neues Notebook zu kaufen, dann könnt ihr bei dem Punkt die Voraussetzungen umgehen. Um Windows 11 zu installieren, benötigst du genügend Speicherplatz. Wenn dein aktueller Speicher nicht ausreicht, kannst du bei den meisten Laptops und Desktop-PCs ihn einfach aufrüsten. Entweder nutzt einen weiteren Steckplatz oder ersetzt die vorhandene Festplatte durch ein größeres Modell. Wir zeigen dir das in einem anderen Video, wie du das ohne Datenverlust hinbekommst. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Reicht euch der Speicherplatz nicht, solltet ihr auf keinen Fall die Installation forcieren. (4 GB RAM müssen installiert sein, damit Microsoft grünes Licht gibt für die Installation. Unserer Erfahrung nach ist die Empfehlung zu liberal. Wir raten dringend dazu, Windows 11 nicht auf Geräten zu installieren, die keine 8 GB RAM haben, um eine gute Performance zu gewährleisten. Bei Desktop-PCs ist ein RAM-Upgrade eigentlich immer möglich, bei Laptops variiert das von Modell zu Modell. Wenn ihr überprüfen wollt, ob ihr euren RAM tauschen könnt, schraubt einfach mal das Gerät auf oder gebt euer Notebook-Modell bei ipc-computer.de ein. Erfüllt ihr diese Voraussetzung von Windows 11 nicht, dann solltet ihr auf keinen Fall eine Installation forcieren. Für Windows 11 gibt es eine offizielle Liste mit kompatiblen Prozessoren, dies findet ihr unten in der Videobeschreibung. Grundsätzlich müssen die Prozessoren mindestens 2 Kerne haben und eine Taktfrequenz von 1000 MHz und dürfen nicht älter als das Quartal 4 2017 sein. Bei Laptops ist es schon lange nicht mehr möglich, die CPU zu tauschen, bei Desktops hättet ihr da mehr Möglichkeiten. Falls dein Laptop-Prozessor nicht auf der Kompatibilitätsliste steht, aber dein Gerät stabil läuft, könnt ihr die Installation auf eigene Gefahr durchführen. Um Windows 11 zu installieren, muss das BIOS im UEFI-Boot-Modus laufen. Dieser Modus ist der moderne Nachfolger des veralteten Legacy-Modus. Aktiviert werden kann der UEFI-Modus im BIOS selbst. Bei unserem Gerät gehen wir dazu auf Advanced und Secure Boot-Konfiguration, um die richtige Einstellung zu wählen. Wichtig: Nur im UEFI-Modus lässt sich die Secure Boot-Funktion aktivieren, die ebenfalls eine Voraussetzung für Windows 11 ist. Bei euch kann es sein, dass die Einstellungen etwas anders angeordnet sind, aber im Grunde sind es dieselben. Sollst du den UEFI-Modus nicht aktivieren können, liegt das wahrscheinlich an dem Partitionstyp deiner Festplatte. Wenn dieser noch auf MBR ist, musst du ihn auf GBT konvertieren. Eine Anleitung dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Stellt vor aber sicher, ob ihr im BIOS überhaupt auf den UEFI-Modus stellen könnt, sodass es zu keinen Komplikationen kommt. Auch hier kannst du auf eigene Gefahr eine Windows 11 Installation ohne Secure Boot erzwingen.
Notebook Doctor. Notebook Doctor.